zur EMTB News. Wir haben was ganz Spannendes und zwar die Neuheiten von Bosch. Bei mir ist der Sean von Bosch. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hi zusammen, ich bin Sean, ich bin Produktmanager in der Drive Unit bei Bosch E-Bike Systems und ich habe heute die Neuheiten für das Modelljahr 2025 dabei und die würde ich euch jetzt mal gerne kurz vorstellen. Ich würde sagen, wir machen aber trotzdem einfach mal direkt weiter, aus dem einfachen Grund, weil es gibt ein paar coole neue Highlights von Bosch. Was haben wir denn hier vor uns liegen? Mal Butter bei die Fische. Was sind die Highlights? Also das ist unser sportives Ökosystem, was wir jetzt hier neu haben. Allen voran die neue Performance Line CX, sehen wir hier in der Mitte, gefolgt von einem auch coolen neuen Produkt, was wir dabei haben. Das ist das ABS Pro, dazu werden wir gleich auch noch was erzählen. Wir haben zwei neue Batterien dabei, das ist die PowerTube 800 und 600 und ein neues Display, auch sportiv für den Mountainbike-Einsatz gedacht, das Purion 400. Von der Eurobike kennt ihr ja bereits unsere Kooperation mit TRP und unser eShift-System, was wir in das smarte System integriert haben. Dazu können wir auch kurz was erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen neuen Motor, wir haben ein ABS neu, wir haben Displays neu oder ein Display neu, wir haben neue Akkus und wir haben elektronisches Schalten, nämlich eShift von Bosch, was wir schon mal auf der Eurobike hatten. Aber du erzählst uns ein bisschen was dazu. Ich würde sagen, das Top-Highlight des Ganzen ist wahrscheinlich der Kollege hier, der neue Motor. Was gibt es zu erzählen? Ja, die neue Performance Line CX, wenn wir aufs Datenblatt schauen, wir haben nach wie vor 85 Newtonmeter mit 600 Watt maximaler Leistung, Spitzenleistung und bis zu 340% Unterstützungsfaktor. Ganz kurz, warum habt ihr da nicht ein bisschen draufgelegt? Also unserer Meinung nach sind diese Werte, die bilden so die perfekte Balance und eigentlich das, was man als E-Mountainbikerin oder E-Mountainbiker braucht. Die perfekte Balance aus hoher Performance, also wir haben super viel Power, die wir auf die Straße bringen müssen. Es ist kraftvoll in jeder Situation. Trotzdem sind wir thermisch sehr stabil. Das bedeutet, das System überhitzt nicht und wir können diese Leistung sehr lange abrufen. Und weiterhin schont das natürlich auch ein Stück weit den Verschleiß von anderen Komponenten wie Kette, Kassette. Wenn wir an den Schrauben drehen, geht diese auch nach oben natürlich. Und die Reichweite ist natürlich auch immer ein Thema. Wir haben jetzt eine tolle neue große Batterie. Wenn wir da jetzt aber wiederum an den Leistungsdaten drehen würden wir die natürlich auch noch viel schneller leer saugen. Und die Frage ist, wie viel hat man eigentlich am Ende davon? Ja, und prinzipiell sind ja 85 Newtonmeter und 600 Watt Spitzenleistung genau das, was ja auch wahrscheinlich ausreicht, den meisten. Das ist viel Drehmoment und das ist viel Leistung und damit wissen wir alle, sind wir super sportlich unterwegs und kommen zügig und flott die Trails hoch, würde ich sagen. Bevor wir es vergessen oder vielleicht nicht drüber reden, ich habe direkt die brennende Frage. Klappert er noch genauso wie der alte? Also, du wirst feststellen, wenn du einen Berg runterfährst und über Wurzelteppiche oder Steinfelder fährst, wo du normal das von dir genannte Getriebeklappern spürst, nicht nur bei uns, auch bei anderen Systemen, die neue CX tut das nicht mehr. Also, da bin ich total bei dir. Das noch mal kurz in eure Richtung. Der alte oder der aktuelle CX hat ein Klappern im Leerlauf. Das ist einfach so, das ist konstruktionsbedingt. Das hat aber, muss man fairerweise sagen, ein Shimano EP801 oder EP8 auch. Also von der Seite her, da wart ihr jetzt keine Ausreißer, aber es ist super spannend, dass es jetzt mit dem neuen Motor einfach nicht mehr der Fall ist. Genau, wir haben letztendlich kommt es alles daher durch den Aufbau vom Getriebe, da klappern die Zahnräder drin, wenn eine Anregung von außen kommt. Also die haben minimales Spiel, das heißt, die können sich ein bisschen gegeneinander bewegen, wenn da keine Last vom Motor drauf ist und ich quasi meinen Antriebsstrang, meine Kette, eine Anregung in die Drive Unit reinbringen kann, dass diese Zahnräder minimal bewegen. Wir haben jetzt geschafft mit der neuen CX, dass wir den externen Antriebsstrang, also Kette, Kassette, alles was da passiert, vom internen, also von den Zahnrädern in der Drive Unit, entkoppeln können für die Situation, wo ich nicht in die Pedale trete und damit klappert auch nichts mehr. Also im Inneren alles neu, Getriebe neu, er ist ein bisschen leichter, glaube ich. Genau, es ist alles überarbeitet, wir haben nochmal 100 Gramm abgespeckt, wir sind bei 2,8 Kilogramm Gewicht für die Drive Unit und haben auch recht viel am Geräusch gearbeitet, also da auch das Getriebe wurde optimiert, der Motor wurde optimiert, hingehend auf besseres Fahrgeräusch im Motoreingriff. Aber natürlich, wie wir auch gerade erfahren haben, wenn der Motor nicht aktiv ist und wir einen Berg runterfahren. Also das ist tatsächlich so, der Motor ist deutlich leiser als das Vorgängermodell. Man kann ungefähr sagen,
Ich bin das Ganze gefahren. Auf Asphalt ist das Abrollgeräusch von den Reifen tatsächlich lauter als das Motorgeräusch. Wenn er shutteln muss, also wenn er viel schieben muss, viel Kraft bringen muss und ich nur so ein bisschen mittrete und es steil hochgeht, dann würde ich sagen, hört man ihn, aber er ist leiser als der CX, den wir davor hatten. Von der Seite her, der Motor ist auf jeden Fall leiser und das Klappern ist auf jeden Fall weg. Das ist super, super, super spannend. Finde ich wirklich gelungen. Also da haben wir natürlich auf die Kritiken reagiert, die es gab und haben da viel dran gearbeitet, das Geräusch wegzubekommen. Aber natürlich muss man auch sagen, das ist ja nicht alles, sondern wir haben ja auch richtig viel Arbeit in die ganze Software gesteckt. Die Sensorik, die wir mit an Bord haben, zu nutzen und zu interpretieren, das ist durchaus auch mal komplex, sodass die ganze Mechanik auch mit der Software alles perfekt zusammen funktioniert. Und da waren wir schon richtig, richtig gut, würde ich sagen. Aber wir haben das nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Das heißt, wie gut reagiert der Motor auf das, was ich ins Pedal rein tue, ist einfach nochmal besser geworden. Bin ich ganz sensibel und feinfühlig am Pedal, ist der Motor. Er hängt direkt an meinem Fuß, aber ganz feinfühlig und sensibel. Also für mich hat der alte auch schon super am Pedal geklebt. Aber es gab softwareseitig beim alten schon so ein cooles Feature, das Hillhold, habt ihr das genannt? Also ihr erinnert euch, man kann das Rad quasi beim Schieben berghoch, wenn man die Schiebehilfe betätigt hat und die dann loslässt, weil man irgendwie ums Rad muss oder so, dann bleibt das Rad immer noch elektrisch unterstützt stehen. Quasi. Es wird quasi gebremst, so, es kann nicht zurückrollen und man kann sich anders positionieren. Gibt es so ein neues Feature in die Richtung irgendwie? Schön, dass du es ansprichst. Also zum einen die Schiebehilfe, die haben wir nochmal überarbeitet. Wir haben gerade die Sensorik angesprochen. Unsere Schiebehilfe, die kann sich jetzt quasi der Steigung und auch dem Untergrund anpassen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich gehe wandern, dann laufe ich in der Ebene schneller, als wenn es einen Berg hoch geht. Und wenn es technisch wird und steinig und verblockt, dann bin ich nochmal langsamer. Und genau das macht die Schiebehilfe letztendlich jetzt auch. Also wenn ich im Flachen schiebe ich schneller, geht es bergauf, wird es langsamer, wird es holprig und verblockt, wird es noch mal ein bisschen langsamer, sodass es sich immer anpasst. Aber wir haben auch ein neues Feature, die Berganfahrhilfe. Die hilft mir letztendlich, gleiches Szenario oder gleiches Prinzip, wie ich die Schiebehilfe aktiviere über einen langen Tastendruck auf die Minustaste. Erkennen wir jetzt aber, sitze ich auf dem Fahrrad und will losfahren oder stehe ich daneben und will schieben. Und abhängig davon gehe ich in die Schiebehilfe oder in die Berganfahrhilfe. Die Berganfahrhilfe unterstützt also das Anfahren und macht super direkt und vereinfacht es. Also ist wahrscheinlich auch spannend für Leute, die mit viel Last unterwegs sind, vielleicht den Anhänger mit dem Kind ziehen müssen oder so. Genau. Und okay, also nicht nur für im sportiven Bereich spannend, sondern sicherlich auch im urbanen Bereich spannend. Auch da, ja genau. Vielleicht bin ich mal im falschen Gang stehen geblieben bergauf oder ich fahre einen Berg runter und muss dann drehen und wieder einen Berg hoch. Das kennt ja jeder. Ja. Das passiert mir mit eShift dann natürlich nicht mehr, wenn die Automatik greift. eShift, das wäre doch direkt das nächste Stichwort. Das heißt, das war eine perfekte Überleitung. Ich würde sagen, Thema eShift ist auch ein großes Ding für euch nächstes Jahr auf jeden Fall. Genau, wir haben es ja schon auf der Eurobike vorgestellt. Also das ist jetzt keine, manche kennen es wahrscheinlich schon, haben es schon von gehört. In der Kooperation mit TRP haben wir das erste eShift-System so vollumfänglich implementiert ins smarte System. Das bedeutet, funktioniert nur mit TRP? Das funktioniert aktuell nur mit dem TRP-Schaltwerk. Also wir binden viele unterschiedliche Hersteller ein, elektrisch. Aber worum es hier jetzt geht, ist das Thema vor allem Automatikschaltung. Okay. Und die volle Integration in das Bosch Smart System. Und da haben wir jetzt mit TRP eine Kooperation gestartet, um diesen Automatikalgorithmus gemeinsam zu entwickeln. TRP liefert die Mechanik dafür und gemeinsam haben wir da eine tolle Softwarelösung gebaut und die sich auch immer natürlich weiterentwickeln kann. Letztendlich bringt das an Funktionalitäten mit sich. Ich kann so mein Ziel, Wunschtrittfrequenz einstellen im System und abhängig von der wird dann das Schaltwerk immer den korrekten Gang für mich auswählen. Und was natürlich auch noch ein toller Vorteil ist, wir haben ein Feature da drin, das sich Roll Shifting nennt. Bedeutet, wenn ich nicht in die Pedale trete, kann ich bei einer konventionellen Schaltung eigentlich schwer den Gang wechseln, also bei einer konventionellen Kettenschaltung. Mit dem Roll Shift Feature steuert der Motor, dreht quasi das Kettenblatt so weit vor, dass der Gang gewechselt werden kann, auch wenn ich rolle. Das heißt, zum einen toll im Downhill. Das ist mega gut. Also viele Leute kennen das ja noch gar nicht so richtig und können das. Es ist auch relativ theoretisch, finde ich, aber es ist tatsächlich auf dem Trail richtig gut, wenn man nämlich irgendwo runterfährt und es macht dann eine enge Kehre. Man muss wieder hoch. Es muss plötzlich in einen ganz anderen Gang oder hat keinen Platz
zum Pedalieren, dann kann ich halt einfach zweimal draufdrücken und weiß genau, ich schalte jetzt 2 Gänge in die passende Richtung und habe den passenden Gang drauf. Also ich nutze das, gibt es ja auch von anderen Herstellern schon ein bisschen, also ich nutze das super, super gern und finde das richtig gut. Ich finde auch Automatik gut, tatsächlich. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das Automatik jetzt wirklich in dem High-Performance-Bereich greift oder ob es eher für die Leute ist, die, also ich sag's immer noch so ganz gern, wenn ich irgendwo hin cruisen will, ist Automatik mega, mega, mega gut. Wenn ich jetzt aufs letzte Quäntchen Vollgas fahren will, dann würde ich wahrscheinlich öfters mal manuell reinschalten. Ja, also es kommt sicherlich auch immer auf den Use Case an, wie du sagst. Also was ist für mich super sportiv? Ich kann, das System sieht natürlich nichts. Das heißt, ich kann immer vorausschauender sein als mein E-Bike letztendlich und kann die Automatik immer überstimmen. Und das sollte ich auch tun, wenn ich plötzlich sehe, es wird richtig knackig steil vor mir. Dann kann ich natürlich vorausschauend schon mal 2 Gänge oder 3 Gänge runterschalten, wie auch immer, so wie ich das normal tun würde. Aber ansonsten, wenn das Gelände sich auch verändert, macht es total viel Sinn. Auch in flowigeren, leichteren Passagen ist die Automatik, funktioniert da super und wählt für mich immer den richtigen Gang. Ich kann mich voll auf meine Linie konzentrieren und ich kann jederzeit überschreiben. Im Downhill ist die Automatik auch super, weil da wählt sie immer für mich den richtigen Gang. Ich trete weniger rein. Ich komme aus einer Kurve raus, ich will nochmal antreten und beschleunigen, der Gang sitzt, ist der richtige Gang drin. Und das ist wirklich richtig, richtig cool. Also das macht wahrscheinlich das Radfahren nochmal eine Nummer schneller und nochmal ein bisschen einfacher. Aber es gibt noch mehr Highlights hier, weil da liegen noch so 2, 3 kleine Sachen hier bei uns auf dem Tisch. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Thema ABS. Ja. Also ich finde persönlich ganz kurz, ich finde ja ABS von Bosch richtig gut. Vor allen Dingen, weil es halt schon von Anfang an, also in der zweiten Generation, von Anfang an ist es ein bisschen falsch, aber in der zweiten Generation war es dann so, dass man damit wirklich Trails fahren konnte oder kann und man kann immer noch sportlich Mountainbiken und trotzdem bietet es Sicherheit mehr und ich rutsche weniger weg beim Bremsen, ganz einfach, gerade vorne. Aber ihr habt nochmal nachgelegt. Ganz genau, wir haben jetzt gerade mit der CX den Uphill Flow nochmal aufs nächste Level gehoben und mit dem ABS Pro, was ihr hier liegen seht, da richten wir uns dann auch stark an den Downhill Flow, den wir auch weiter optimieren wollen und haben jetzt hier ja ganz klar für die supersportiven E-Mountainbikerinnen und E-Mountainbiker ein ABS-System auf den Markt gebracht, das ja, mir wirklich hilft, einfach performant zu bremsen und besser zu bremsen. Also auch da faktisch schneller zu werden im Downhill. Und ja, ich sag mal so, die primäre Aufgabe, die das ABS hier übernimmt, ist die, dass ja, die initiale Anbremsphase, da kann viel schief gehen. Da kann ich den Grip vielleicht noch nicht ganz einschätzen. Vielleicht ändert er sich auch schlagartig, wie auch immer. Und da nimmt das ABS mir die Arbeit ab und führt mich quasi an den perfekten Bremsdruck hin, sodass ich meine Bremsung so schnell und aggressiv wie möglich umsetzen kann. Und das ganze ABS-System hier, das reagiert halt auch super schnell. Also es ist nochmal schneller als das klassische E-Bike ABS, was ihr von uns kennt. Und hat auch dafür 2 spezielle Modi, die nur auf dem E-Bike ABS Pro zur Verfügung stehen. Das ist der Trail Pro Modus und der Race Modus. Ah, Race Modus, jetzt wird's spannend, Leute. Genau. Was kann der anders? Ja. Also sprich, die Hauptkritik war ja von vielen Leuten, was man immer so gehört hat, unter uns gesagt, die haben wahrscheinlich noch nie drauf wirklich gesessen und mit ABS gebremst. Aber die Hauptkritik war ja, wie soll ich denn dann Spitzkern fahren? Also ich kriege ja mein Hinterrad nicht mehr hoch. Aber das ist ja völliger Quatsch. Genau, ja, man kann sagen, in dem klassischen E-Bike ABS von uns haben wir halt auch eine Abheberegelung drin, dass das Hinterrad halt nicht abhebt oder nur bedingt abhebt und ich nicht über den Lenker gebe. Das ist natürlich eine Gefahr. Beim Mountainbiken, wie du sagst, da ist das natürlich schon mal was, das will ich machen. Ich will vielleicht vor der Eisdiele einen Stoppie machen oder ein bisschen zeigen, was ich kann. Klar. Oder, wie du sagst, auch einen Schlitzkern einfach fahrtechnisch mal das Hinterrad umsetzen, um auch da im Flow zu bleiben. Und das E-Bike ABS Pro, was wir jetzt vorgestellt haben, das ermöglicht das auch. Also wir haben eben gesagt, das initiale Anbremsen wird stark unterstützt, aber ich kann das Hinterrad auch hochbringen. Ich kann umsetzen, ich kann Hinterrad versetzen, ich kann einen Stoppie machen. Und der größte Unterschied, würde ich sagen, bei den 2 Modes ist der Trail Pro, der greift dann schon irgendwann ein. Das heißt, ich kann mich nicht überschlagen? Oder schwer überschlagen? Du wirst es wahrscheinlich im schlimmsten Fall mal provozieren können, aber es wird eingreifen. Es wird letztendlich irgendwann verhindern, dass du über den Lenker gehst.
Und das Race ABS, dem ist das jetzt mal egal. Dem geht's Okay, nur das Race drum, macht mich quasi nur schneller, aber ich kann immer noch auf die Nase Genau, fliegen. du diese initiale Anbremsphase so gut und schnell wie möglich triffst, deinen Bremsdruck aufgebaut hast, perfekten Bremsgrip hast und dann einfach am schnellsten um die Kurve rumkommst. Wenn du jetzt aber willst, dann kannst du dich damit schön überschlagen. Ja, auf jeden Fall. Aber was wir ja alle wissen, wer später bremst, ist länger schnell. Genau. Deswegen finde ich persönlich ABS auch im Renneinsatz finde ich mega gut. Und tatsächlich letztes Jahr, Nathalie Schneider ist damit Weltmeisterin geworden. Wahrscheinlich nicht mit dem Pro, aber auf jeden Fall mit dem ABS von Bosch. Was ich persönlich ja schon mal mega finde. Also ich finde es super und ich würde mir wünschen, dass viel mehr E-Mountainbikes mit ABS kommen. So, also das würde ich dazu jetzt mal sagen. Da liegen aber noch zwei wichtige Sachen. Vielleicht noch ganz kurz mit dem, auch der Race Mode, der kommt ja nicht von ungefähr. Also die Entwicklung auch, da ist super viel Input einfach von professionellen Racern reingeflossen, die das auch wirklich für sich als einen Performance-Benefit sehen. Also, du hast Nathalie angesprochen, aber auch in der EDRE sehen wir bei Teams, dass letztendlich das ABS gewählt wird, um damit. Wer fährt's da? Das Miranda Racing Team ist vor allem, wird da vor allem viel auf dem ABS unterwegs sein oder ist viel mit dem unterwegs und hilft auch viel bei der Entwicklung. Bin ich vor 3 Jahren mal bei der Megavalanche hinterhergefahren. Hinterher leider. Aber du hast noch mehr dabei. Wir haben noch mehr dabei. Schauen wir noch einmal. Wir haben hier noch ein neues Display dabei. Das ist unser Purion 400. Super kleines, attraktives Mountainbike-Display. Die Weiterentwicklung oder Ergänzung zum 200er? Es ist letztendlich ähnlich vom Format her. Also wir haben jetzt hier ein 1,6 Zoll Farbdisplay drin und wird aber positioniert quasi direkt neben dem Vorbau am Lenker. Und zeigt mir meine wichtigsten Fahrdaten an. Ich kann durch unterschiedliche Screens durchtoggeln. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ein ABS Pro am Rad habe, auf dem Display nachschauen, wie oft hat denn das ABS eigentlich eingegriffen. Das ist ja spannend. Wir zählen dann auch, weil man es ja kaum glaubt, weil das so unauffällig im Hintergrund agiert, kann man am Ende von seinem Trail schauen, auf unserem neuen Purion 400, aber auch auf anderen Displays natürlich, wie viele Aktivierungen gab es denn. Genau. Von der Position am Lenker, es ist hinterm Lenker neben Vorbau. Genau, Da habt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen von einem bestehenden Display, würde ich sagen. Ja, es ist eine sinnvolle Position. Die Position ist super. Ich finde die Position auf jeden Fall besser, als wie man es in der Vergangenheit gesehen hat. Kiox links neben Vorbau irgendwo hingequabbelt. Also die Position jetzt ist top. Auf jeden Fall, finde ich total gut. Ja, und das Wichtigste ist drauf. Ja. Die Screens selber, kann ich die individualisieren oder sind die fix vorgegeben von euch? Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie fix vorgegeben. Wir haben so die wichtigsten Informationen, die relevant sind, drauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein ABS-System dran habe oder keins dran habe, dann würde ich natürlich keine ABS-Screens sehen. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Herzfrequenzsensor in dem System verbunden habe, dann würde sich das Screen für die Anzeige der Herzfrequenz zuschalten. Wenn er nicht dabei ist, nicht eingeschaltet oder verbunden ist, dann ist der Screen auch nicht da. Also da ist so ein bisschen Dynamik drin und ansonsten konfigurierbar über die Flow-App ist es nicht von den Screens, von den Ansichten her. Okay, aber kann ja vielleicht noch kommen, wer weiß. Smartes System kann ja sich immer weiterentwickeln. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, Energie, Thema neue Akkus. 2 Stück liegen hier, die jetzt silbern sind. Die sind jetzt silber, Das genau. ist nicht nur ein Fotomuster, glaube ich, ne? Die sind real Nein, silber. also wir haben, das sind unsere neuen Batterien, die PowerTube 800 und die PowerTube 600. Wie der Name verrät, 800 Wattstunden, also unsere größte Batterie im smarten System bis dato und eine 600 Wattstunden Batterie daneben. Das Neue im Grundsatz bei den Batterien ist, wir haben da jetzt die aktuellste, neueste Zelltechnologie drin, da sind 20 Wattstunden Zellen drin und das führt dazu, dass wir jetzt mit der PowerTube 800 unter die 4 Kilo Marke kommen, was sehr, sehr gut ist. Es gibt einen neuen Formfaktor. Die PowerTube 800 und 600, haben die identische Länge und unterscheiden sich nur im Querschnitt. Also das heißt, gleiche Halterungen. Ich kann eine 800er rausnehmen, ich kann eine 600er reinstecken theoretisch und habe dann da voll. Das finde ich tatsächlich super spannend, weil dann könnte ich mir theoretisch, wenn ich sage, ein Range Extender mit 250 Wattstunden reicht mir nicht, ich habe einen 800er Akku drin, kaufe mir einen 600er als Zusatz, packe den in den Rucksack und kann das Ganze hin und her switchen. Genau, theoretisch möglich. Was natürlich super viele Wattstunden wären, da fährt man ja um die halbe Welt, um Gottes Willen, aber rein mal theoretisch wäre das möglich. Natürlich musst du immer gucken, das Fahrrad, was ich habe, welche Möglichkeiten habe ich. Ist der Akku entnehmbar?
oder halt nicht, passt es in den Rahmen rein, wie ist der Rahmen ausgelegt und so weiter. Ja. Genau. Range Extender kann ich nach wie vor dazu packen, wenn ich das Der möchte. ist nach wie vor dazu packbar. Genau. Ich kann sogar Dual Battery fahren, das heißt 2 Batterien nebeneinander. Das heißt 2 mal PT 800 wären 1600 Wattstunden, die Himmels Willen. man wirklich machen würde. Gewichtstechnisch ist der Akku ungefähr da, wo der 750er lag. leichter Ein bisschen leichter sogar. Also das heißt, ich kriege mehr Wattstunden und habe weniger Gewicht. Das finde ich mal ein Genau, Fortschritt. das ist nicht schlecht. Ne? Hoffentlich ist er noch günstiger, das wäre natürlich total super. Aber prinzipiell spannend. Ja, genau. Da hast du noch die silberne Farbe angesprochen. Genau, da haben wir letztendlich einfach gesagt, wir verzichten auf das schwarze Eloxal, was man bisher von den Batterien kennt. Die sind alle im oder in einem Rahmen meistens verbaut, wo man sie nicht sieht, außer ich nehme sie raus zum Laden. Und das hat einfach wir können damit einfach ein bisschen unseren CO2-Footprint auch reduzieren, dadurch, dass wir diese eine Eloxal-Stufe in schwarz weglassen. Ist quasi ja, easy gains für das Thema, würde ich sagen. Genau. Super spannend, die Highlights von Bosch für 2025 meiner Meinung nach. Danke, dass du hier warst, danke, dass du uns das alles erzählt hast. Wenn ihr irgendwie Fragen zu dem neuen System habt, oder neues System ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zum neuen Motor, zum ABS Pro, zum Display oder zu den Akkus, dann postet es hier in die Kommentare. Wir werden das Ganze versuchen zu beantworten. Ja, und wie immer am Schluss bleibt elektrisch und bleibt auf dem E-Bike.